for the wonderful opportunity to contribute to the Lustrum, the celebration of 5 years of ATTP. My name is Oliver Schürer. I'm a long-term collaborator with the ATTP department and a senior scientist there. Since 2014, the research undertakings I'm initiating are focused on AI and humanoid robotics in the architectural spaces and life worlds we generate and populate. And this is done by means of HAUS, H-A-U-S, Humanoids in Architecture and Urban Spaces. That is a transdisciplinary group of researchers from the fields of architecture, automation technology, dance, human-robot interaction, computer science, AI research, music, media arts, and philosophy. Have a look at house.org for details. And now, let me give you a brief overview by help of an AI voice. AI systems and robots are increasingly becoming taken for granted parts of our everyday lives. Among the many types of robotic systems, humanoid robots in particular are challenging. On the one hand, because they are built in the image of humans and, on the other hand, because they are used in living and working environments in intimate proximity to humans. These technologies are at the center of social and cultural transformations. Thus, they represent important areas for contemporary scientific research, for the development of the technologies, as well as for reflection on their effects. This is precisely why we also understand these technologies as contemporary means for the development of new aesthetics and forms of artistic and architectural practice. With our transdisciplinary research, we operate in these fields and ask questions like, who owns these technologies? Which machines do we want or need, and which are being developed? How do AI and humanoid robotics change the relationship between humans and machines as well as the social and cultural contexts? Usually, in humans and technical devices we speak of perception systems. But that elegantly obscures their essential differences. Technical devices such as robots obtain information about the human habitat in the form of numbers, geometries and images. In our human perception, however, information is full of personal and cultural meaning, so robots do not act in our human reality. This is particularly problematic in human-robot interaction in nursing, where the well-being of vulnerable people is exposed to the action of powerful robots. We are developing an artificial intelligence that can learn the human meanings of spaces. The proof of concept has shown that our machine learning system generates a spatial model of cultural, human meanings. This spatial model enables a robot to interact in living spaces in a way that is meaningful for an individual human being. In everyday life, this AI will serve to adapt robotic functions to individual human needs.
euch nicht Robotern genannt. Verstehe nicht. Was Sie glauben. Bitte noch einmal. Ein Stuhl. Hab ich das richtig verstanden? Hast du Stuhl gesagt? Ja. Erzähle mir bitte ein bisschen, was der Stuhl für dich bedeutet. Wenn ich müde bin, setze ich mich drauf. Der Stuhl ist super. Ja. Warum ist dieses Objekt für dich persönlich wichtig? Naja, Hab nichts verstanden. bisschen schneller. Dass ich meine Serien anschauen kann und meine Nachrichten hören. Ach ja, dieses Ding soll gut sein. Wenn du es sagst, wird es schon stimmen. Übrigens, mir kann man alles erzählen. Aber Achtung, ich speichere alles. Wie heißt das Ding denn? Fernsehen. Darf ich nachfragen? Heißt das Ding Fernsehen? Ja. Das ist gut. Wozu verwendet ihr dieses Fernsehen? Dass ich mir, Kann nicht verstehen. dass ich mir Filme anschauen kann und Nachrichten. Ja. Super, dieses Fernsehen. Was verbindest du mit einem Fernsehen? Nachrichten. Das Fernsehen ist mein neuer Lieblingsgegenstand. Erzähle mir bitte ein bisschen, was das Fernsehen für dich bedeutet. Schon wieder. Ich kann mir Filme anschauen. Das Fernsehen ist zu trivial für mich. Na, okay. Jetzt ist er traurig. Wie gefällt dir der Desinfektionsmittelspender? Ja, er schaut Nochmal ganz bitte. gut an. Er schaut ganz gut aus. Eine tolle Sache, dieser Desinfektionsmittelspender, meine künstliche Intelligenz kann so etwas gut gebrauchen. Nochmal bitte. Desinfektionsmittelspender. Was verstehst du nicht daran? Okay, also ich habe abgespeichert, verstehst? Stimmt das? Nein. Kannst du mir dann bitte den richtigen Namen dafür sagen? Ein Auto. Das ist ein Auto, richtig? Ja. Contemporary dance is particularly suitable for dealing with the contemporary issues of the interaction between humans, robotics and AI. For here, joint action and intimate relationships play an equally important role. Our current research inquires into the relations of human as well as machine movements and space. We investigate these relations by generating and analyzing improvisation in the context of contemporary dance. Dance improvisation with a robot controlled by an AI consequently asks about the possibilities of the relationships between man and machine, experiments with the potentials and shows the limits of such encounters. The central concern is not simply to make art about the technical changes in our society, but to research scientifically and at the same time work artistically with these technologies. Therefore, we are currently developing an AI that enables a humanoid robot to improvise movements as vis-a-vis with a human.
Das Dingwesen immer als zusammengesetzter Körper der Allerdings, was der Körper kann, hat bislang noch niemand bestimmt. Denn bislang kennt niemand den Bau des Körpers so genau, dass er alle seine Funktionen. Wir haben keine Wahl, bei diesen Dingen eine Eigenständigkeit festzustellen und anzunehmen, dass das auf eigene Absichten verweist. Die zahlreichen und verschiedenen technischen Wahrnehmungssysteme unterscheiden sich grundlegend von dem der Menschen. Ihre technische Realität deckt sich fast gar nicht mit unserer menschlichen Realität. Aber im zeitgenössischen Alltag stehen nun die divergierenden Realitäten der fundamental unterschiedlichen Wahrnehmungssysteme in einem Wettbewerb um die Deutungshoheit unserer Alltagswelt.